Willkommen zu einem kurzen How-To-Clip zum Thema Installation von Tract. Hier ist der René und ich zeige euch in diesem Clip, wie man Tract installieren kann. Auf geht's! Seit es Smartphones gibt, haben wir alle gelernt, Apps in App Stores zu suchen und von dort zu installieren. Jetzt kommen diese neuartigen Web-Apps und die findet man da nicht. Also wo bekomme ich meine App dann her? Ganz einfach, von der Webseite selbst. Also besser geht's eigentlich gar nicht. Schauen wir uns an, wie das auf Windows, Android und iOS in dem jeweiligen Browser funktioniert. Auf Windows nutze ich Chromium-basierte Browser wie Edge oder Chrome und gebe tract.app in der Adressleiste ein. Nach ein paar Sekunden taucht in der Adressleiste ein Symbol auf, über das ihr die Anwendung installieren könnt. Klickt da drauf und installiert die Anwendung. Ihr seht sofort, dass die Anwendung in einen anderen Modus schaltet und ihr bekommt ein Icon auf dem Desktop, über das ihr die Anwendung genau in diesem Modus starten könnt. Und das war's auch schon. So einfach ist die Installation von Tract. Zusätzlich könnt ihr den Modus switchen, dazu über die 3 Punkte das Menü öffnen und in Chrome öffnen wählen. Oder wenn ihr von der Webseite herkommt, gibt es nun anstelle des Installieren-Icons ein Öffnen mit-Icon, über das ihr den Modus switchen könnt. Über das Menü könnt ihr die Web-App auch wieder entfernen, dazu einfach auf Tract deinstallieren klicken. Auch auf Android starte ich Chrome und gebe tract.app in der Adressleiste ein. Öffne das Menü über die 3 Punkte und hier sollte Anwendung installieren sichtbar sein. Falls nicht, wartet ein paar Sekunden. Dann wählt Anwendung installieren und bestätigt das. Android installiert die Anwendung, ihr könnt den Browser schließen und die Anwendung ist ab jetzt wie jede andere App auch nutzbar. Um sie wieder zu entfernen, haltet das App-Icon gedrückt, bis ein Menü erscheint. Darüber könnt ihr die Anwendung dann wieder deinstallieren. Auf iOS funktionieren und heißen die Dinger ein bisschen anders. Ich starte Safari und gebe tract.app wieder in der Adressleiste ein. Nun klicke ich auf den Share-Button in der Toolbar des Browsers. Das ist der Button mit dem Rechteck und dem Pfeil nach oben. Dann wähle ich die Option zum Homebildschirm hinzufügen und bestätige das nochmal. Auch hier wird ein Icon auf den Homescreen gelegt, über das ich die Anwendung direkt starten kann. Zum Entfernen haltet ihr das App-Icon gedrückt, bis ein Menü erscheint und entfernt den Bookmark. Da Safari eine andere Sandbox-Strategie bei installierten Web-Apps hat, als wenn ihr die App über den Browser nutzt, würde ich euch empfehlen, die Anwendung zuerst zu installieren und dann zu benutzen. Sonst konfiguriert ihr die App gegebenenfalls doppelt. Wenn ihr Tract im installierten Modus startet, schaut die Anwendung wie eine native Anwendung aus. Die Anwendung läuft allerdings immer noch in einem Browser, nur die Oberflächenelemente sind eben nicht mehr sichtbar. Und das war's auch schon. Falls ihr den Clip hilfreich fandet, bitte drückt auf das Däumchen nach oben und wenn ihr keinen weiteren Tipp verpassen wollt, abonniert den Kanal. Nutzt die Kommentare für Feedback und ansonsten keep tracking!